Leute, ich zeige euch heute, wie ich einen DIY-Hund male. Ich habe mir überlegt, dass dieser Mops in diesem Topmodel Malbuch vielleicht so einen Malkittel anhat mit Farbtupf. Allerdings gibt es auch sogar schon ein neues Design von so einem Malbuch. Und meistens sind sogar die neuen Designs ein bisschen schöner, vielleicht sogar als die älteren. Aber ich habe jetzt hier das ältere. So, das ist jetzt hier der Malkittel. Und jetzt mache ich hier so eine Tasche. So haben wir so einen Beutel. Und dann kommen hier so Stifte rein. Jetzt beginnen wir den Kittel zu bemalen. Eigentlich ist es hier sehr einfach, so ein T-Shirt zu designen. Man muss einfach wirklich nur ein paar Handstriche hier so machen. Nicht so schöne Farbtupfe. Na, schade, dass ich keinen Tuschkasten dabei habe, aber es ist egal. Aber ich glaube, ich kann noch irgendwas. Verschiedene Farben. Schließlich malt man ja nicht nur mit einer Farbe, man malt mit ganz vielen Farben. Echter aussieht. Ich mache hier jetzt noch so Streifchen, als ob der Stoff sich so zusammenzieht. So ähnlich. So wie man es bei so einem Hoodie sieht. Ich weiß, das Bild wackelt viel, weil ich bin jetzt gerade im Auto. Wir fahren halt irgendwo hin. So, damit der Körper jetzt nicht so langweilig aussieht, füge ich noch ein paar Farbtupfen hinzu. Am besten macht ihr das vorher, weil sonst habt ihr braun gemischt mit irgendwelchen Farben. Falls ihr fragt, wo man solche Feinliner bekommt, die bekommt ihr ganz günstig im Bastelladen für so 1 Euro. Und das Wichtigste, hier innen im Ohr muss es ein bisschen dunkler sein, deshalb mache ich hier auf die Konturen ganz stark. Aufpassen, dass euer Stift nicht bricht. Eine Pause, wir sind im Tunnel. Okay, endlich. Oh, so lustig. Ich glaube, ich soll die Kontur vielleicht nicht mit Eyeliner machen. So, jetzt mache ich hier die Schnauze hier, die man so nicht so gut erkennt mit Eyeliner. So ein bisschen digital. Hallo, muss ich helfen? Ja, ich ziehe am Wochenende um und brauche einen Sprinter. Oh, fragst du mal bei den Leichtathletikverein. Sehr witzig, Sie wissen genau, was ich meine. Ich will so einen... Was willst du denn für eine? Ich hätte gerne einen großen. Ah, verstehe. Aber gib mal Wort ab. Haben wir eine? Schau mal, hier muss ich, glaube ich, ein bisschen erweitern. Und ich glaube, 2 Kilometer. Aber der fährt gut. Fällt auch nur ein Rad. Das ist ja auch Eyeliner für den ganz normalen Transporter für meinen Umzug. Jetzt füge ich hier am Rand noch ein paar Schattierungen und mal den Hund aus. Wann kann ich denn transportieren? Ich habe mich halt so angewöhnt, dass ich halt nie so richtig Striche mache, weil sonst wird das Design ja Stunden dauern, wenn ich so Striche am Körper mache. Deshalb mache ich jetzt so in einer Richtung. Aber jeder malt anders. Jetzt mache ich hier die Tatzen. Ich beginne mal erst
wollte hier noch ein paar Details hinzufügen, das habe ich noch ein paar Pinsel gemacht. Und jetzt mache ich hier so einen Farbeimer, den male ich jetzt an, dann mache ich hier so gelbe Farbe. Werde ich nachher noch Silber anmalen. Und hier kommen dann ein paar Farben. Tropfen. Schließlich ist beim Malen nicht immer alles perfekt. Und fertig ist mein DIY-Hund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Es ist kostenlos. Drückt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.